liebe Zuschauer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mein Name ist Cynthia und herzlich willkommen in einer wichtigste religiöse Sehenswürdigkeit in Surabaya, Sunan Ampel, Grab. Ja, liebe Zuschauer, heute möchte ich Ihnen etwas kurz über diese Sehenswürdigkeit vorstellen. Wegen der religiösen Sehenswürdigkeit, also bevor gehen wir dort ein, dürfen wir nicht kurze Kleidung tragen. Für die Frau muss ein Kopftuch tragen und eine Frau, die Periode hat, darf nie ins Grab und die Moschee eintreten. Als erstes werde ich auch Sunan Ampel vorstellen. Raden Rahmat ist einer der 9 muslimischen Heiligen von Java, das heißt Wali Songo. Er kam aus Kambodscha und umzog nach Surabaya. Hier machte er eine islamische Schule, Padepokan Ampel Denta. Er unterrichtete Islam als neuen Glauben in Java. Ein islamischer Lehrer oder Glaubenshelden auf Javanisch ist Sunan. Deshalb wird Raden Rahmat Sunan Ampel genannt. Soweit zu Sunan Ampel, als nächstes möchte ich zu dem Grab übergehen. Das Grab liegt im Westen von Haupteingang oder Gapuro. Sie können auch von Parkplatz nach Osten gehen, um das Grab zu erreichen. Zum ersten Mal finden Sie viele Gräber von Sunan Ampels Schüler und Familie. Danach sehen Sie Krüge mit Weichwasser. Normalerweise nehmen die Touristen das zu trinken oder abwaschen. Naja, liebe Zuschauer, nach dem Weichwasser trinken gehen Sie weiter durch ein Tor nach Grab von Sunan Ampel. Hier können Sie beten. Wenn Sie Gebetbuch brauchen, dann öffnen Sie Schrank an der Ecke und nehmen Sie das heraus. Liebe Zuschauer, in diesem Area gibt es 2 Moscheen, die alte und neue. Die alte Moschee war im 15. Jahrhundert gebaut. Die erste Moschee in Ampel Denta Schule hat javanische, arabische und chinesische Mischarchitektur und ein Minaret. Vom Minaret der Moschee ruft der Muezzin die Gläubigen zum Gebet 5-mal pro Tag. Und dann die neue liegt in der Nähe von Parkplatz. Die Komitee von Sunan Ampels Grab baute noch eine Moschee, denn jedem Ramadan kommen mehr Touristen, die Itikaf machen möchten. Sie bleiben in der Moschee nach dem Fastenbrechen bis Mitternacht, um zu beten. Der nächste Punkt ist Mbah Soleh Grab. 9 Gräber, wo hinter der alten Moschee liegen, sind alle Mbah Soleh Grab. Haben Sie verwirrt, wieso er 9 Gräber hat? Ja, Mbah Soleh war Sunan Ampels Kollegen. Er half ihm, zu dieser Moschee sauber zu machen. Seit er gestorben ist, niemand putzte die Moschee. Plötzlich lebte noch einmal, denn die Moschee geputzt hat. Nachdem sie sauber war, und dann starb Mbah Soleh. Also war jede die Moschee schmutzig, lebte er nochmal und säuberte sie. Deshalb hat er 9 Gräber. Das ist die Geschichte von Sunan Ampels und seinen Kollegen. Und jetzt gehen wir weiter. Ja, liebe Zuschauer, lesen Sie bitte mal. Dieses Plakat wird in 4 Sprachen geschrieben: Javanisch, Maduranisch, Arabisch und Indonesisch.
Surabaya ist nur durch eine schmale Wasserstraße von der Insel Madura getrennt. Deshalb wohnen viele Maduresen hier. Nicht nur Maduresen, sondern auch andere ethnisch. Das ethnische Gemisch der Stadt besteht aus indonesischen, Javaner, Maduresen und arabischen. Deshalb können Sie die Besonderheit von Java, Arabien und Maduren auf dem Markt neben Sunan Ampel Grab finden. Am meisten gehen die Touristen auf den Markt und kaufen sie etwas als Geschenk, zum Beispiel Kleidung, Gebetsbuch, Accessoire und Essen. Am meisten kaufen die Touristen Roti Mariam. Roti Mariam oder Chane Brot ist arabische Spezialität. Es besteht aus Mehl, Milch, Ei, Wasser, Öl und Salz. Ein gebratenes Roti Mariam wird mit Gulai oder Curry gegessen. Gulai Mariam ist beliebtes Essen in diesem Sensurikai. Ja, liebe Zuschauer, jetzt bin ich in einem Gang neben Sunan Ampel Grab. Ich habe gesagt, dass hier Javaner, Maduresen, chinesischen und arabischen wohnen. Also sehen Sie die verschiedene Architektur von den Häusern. Haben Sie schon mal Haus auf Sampurna besucht? Wenn ja, Sunan Ampel Grab liegt in der Nähe von dem Zigarettenmuseum. Sunan Ampel Grab erreichen können Sie mit dem Auto Bemo fahren. Es kostet nur 3.000 bis 5.000 Rupiah. Oder mit dem traditionellen Verkehrsmittel, zum Beispiel Becak. Bezahlt man normalerweise 10.000 bis 15.000 Rupiah von Haus aus Sampurna nach Sunan Ampel Grab. So, jetzt komme ich zum Schluss. Wenn Sie nur noch Fragen zu Sensurikai haben, schreiben Sie bitte Kommentar oder schicken Sie E-Mail. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.